Auf dem Finanzmarkt werden finanzielle Mittel wie Geld oder Währungen gehandelt. Anders als auf dem Wochenmarkt, wo Gegenstände wie Gemüse oder Kleidung gehandelt werden und gegen Geld getauscht werden, werden auf dem Finanzmarkt Verträge gehandelt. Der Finanzmarkt oder der Begriff Finanzmarkt umfasst dabei verschiedene Teilmärkte, nämlich den Geldmarkt, den Kapitalmarkt und den Devisenmarkt. Und während auf dem Geldmarkt eher kurzfristig mit Geld gehandelt wird, da sind vor allem Banken aktiv, wird auf dem Kapitalmarkt mit längerfristigem Kapital gehandelt, zum Beispiel mit Aktien und Anleihen von Unternehmen oder Staaten, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr haben. Auf dem Devisenmarkt, das ist der größte Teilmarkt dieses Finanzmarktes, wird mit Währungen, zum Beispiel mit Euro, Dollar oder Yen gehandelt. Und wer handelt da überhaupt auf den Finanzmärkten? Das sind auf der einen Seite die Kapitalgeberinnen und Kapitalgeber, das können Personen, Banken oder Unternehmen sein, die überschüssiges Geld haben und dieses Geld bereitstellen, um das am Kapitalmarkt oder am Finanzmarkt anzulegen. Und auf der anderen Seite gibt es die Kapitalnehmerinnen und Kapitalnehmer, das sind Privatpersonen, Unternehmen oder es können auch Staaten sein, die Geld benötigen für ihre geplanten Ausgaben oder für Investitionen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass Volkswagen ein neues Elektroauto herstellen möchte und dafür Kapital benötigt. Und dieses Kapital kann sich das Unternehmen über den Finanzmarkt zum Beispiel in Form von Krediten, in Form von Aktien oder Anleihen beschaffen. Und diejenigen, die auf der Suche nach finanziellen Mitteln sind, die können sich diese Mittel oder dieses Kapital auf unterschiedliche Art und Weise beschaffen. Entweder sie können direkt in Kontakt treten mit möglichen Kapitalgebern oder sie nutzen Finanzintermediäre. Finanzintermediäre sind zum Beispiel Banken, die Ersparnisse einsammeln und dann für Kredite oder für Anlagen am Kapitalmarkt in Aktien oder in Anleihen wieder vergeben. Stabile und funktionsfähige Finanzmärkte sind also wichtig, spielen eine wichtige Rolle für unsere Wirtschaft. Sie ermöglichen einerseits, dass Privatpersonen und Unternehmen sicher und zügig an finanzielle Mittel kommen. Und ohne Finanzmärkte würde es für Unternehmen ziemlich schwierig sein, zu günstigen Konditionen ihre Investitionen zu finanzieren. Wenn sie zum Beispiel selber und ohne Finanzmärkte sich um Kapitalgeber kümmern müssten, dann würden sich manche Investitionen gar nicht mehr lohnen, einfach weil die Finanzierung dann zu teuer wäre. Und wenn sich manche Investitionen nicht mehr lohnen, werden bestimmte Güter oder Dienstleistungen nicht mehr hergestellt, nicht mehr angeboten. Und das würde dann zum Beispiel die gesamte wirtschaftliche Entwicklung bremsen können und damit auch unseren persönlichen Wohlstand.